Als nächstes kommen dann die Abziehbilder und die Detailbemalung der Werkzeuge und der Laufräder. So, die Abziehbilder werden wie gehabt in lauwarmem Wasser eingeweicht und dann kommt Microsol und danach Mr. Mark Setter zum Einsatz. Microsol ist ein Weichmacher für Abziehbilder. Dadurch können sich die Abziehbilder jeder beliebigen Fläche anpassen, zum Beispiel auch einem Zimmerrittauftrag, und wirken dadurch eben wie aufgemalt. Ich benutze Mr. Mark Setter eben dafür, um die Abziehbilder dann zu versiegeln, damit sie bei der Alterung nicht wieder abbröseln können. Die Fläche, auf der später das Abziehbild sitzt, wird eben zunächst mit dem Microsol eingestrichen. Und dann das Abziehbild platziert. Danach nochmal ein bisschen Microsol drauf, damit man es auch in die richtige Position rutschen kann. So, nachdem das jetzt kurz angetrocknet ist, kommt der Mr. Mark Setter drüber. Eine häufig gestellte Frage ist, ob man die Werkzeuge einzeln bemalen soll oder erst ans Modell kleben und dann bemalen. Also ich persönlich bevorzuge ja die zweite Variante, also das komplett zusammenzubauen und dann erst zum Bemalen. Was besser ist Geschmackssache. Ich sehe bei beiden Vorteile und Nachteile. Die Holzgriffe an den Werkzeugen habe ich mit Matt 82 dunkelbraun bemalt und die Metallteile habe ich mit einer Mischung aus Matt 9 und Matt 91 bemalt. Ich möchte dann noch ein paar Worte zum Washing sagen.
Also grundsätzlich ist es egal, was man benutzt. Also man kann Acrylfarbe verdünnen und dann auftragen. Man kann Ölfarbe verdünnen. Man kann auch diese MIG-Produkte verwenden, eben Dark Wash und Neutral Wash. Das ist eigentlich völlig gleichgültig. Das ist reine Geschmackssache, was man bevorzugt. Also ich mag am liebsten die Ölfarben. Wie man sieht, rinnt das Washing in die tiefer liegenden Bereiche und erzeugt da so eine Art Schatten, wodurch das Modell dann wesentlich plastischer wirkt. Außerdem sorgt es für einen etwas gebrauchten Look. Kommen wir noch auf die Ketten zu sprechen. In diesem Fall sind die aus DS-Plastik. Das heißt also, es lässt sich mit diesem normalen Kleber verkleben hier. Ich mag die persönlich nicht so gern, aber sie waren halt dabei und da müssen wir halt durch. Ich habe sie eben zusammengeklebt und grundiert mit schwarzer Farbe. Als nächstes kommt dann ein leichter Auftrag mit Roche-Farbe, in diesem Fall Matt 83. Zu guter Letzt kann man die Laufflächen noch mit etwas Metallfarbe trocken malen. Danach kann man sie altern wie eigentlich den Rest vom Modell. So, wir haben zwar hier ein Chipping an der Wendeltannung, aber noch nicht an der Grundfarbe.
Deswegen habe ich hier ein bisschen schwarze Farbe und Eisenfarbe zusammengemischt und werde das jetzt mit dem Q-Tip am Modell aufbringen. Hauptsächlich eben an den Kanten. Wie man sieht, gibt es noch einiges zu tun, vor allem eben die Pigmente und die Figuren. Das Ganze wird sich aber noch etwas hinziehen, deswegen mache ich das erst im nächsten Teil. Bis dahin, ciao.